So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play im PeeWee-Club von Leisure Suit Larry Reloaded. Der eine oder andere wird sicherlich bei Facebook ja gesehen haben, dass ich's, oder auch bei Twitter, dass ich es verkackt habe letztes Mal mit dem Audiokommentar. Deswegen wird das Ganze einfach mal nachträglich kommentiert. Ich habe es noch nie gemacht, ich werde es einfach mal auf mich wirken lassen, mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Ich schaue mir das jetzt einfach nochmal an, das Video, oder das Gameplay, was ich da fabriziert habe. Vor circa einer Woche war es, glaube ich. Und, ja, kommentieren. Oh, ja. Also den Inder haben wir ja beim letzten Mal nicht bezahlt, dementsprechend wurden wir dann erschossen. Sieh an. Gut, dass das mal gar nicht so peinlich war. Okay. Da habe ich überlegt, was ich drücke. Wusste ich selber nicht so genau. So, den Inder haben wir bezahlt und jetzt will ich wahrscheinlich gehen. Könnte ich mir vorstellen. Da hängt jetzt gerade das Gameplay ganz kurz. Das ist auch schön. Ja, okay, wir haben es geschafft, den Come-and-Go-Store zu verlassen, der übrigens 24 Stunden offen hat, wie man jetzt gerade hier sehen kann. Wir sehen jetzt eine Katze von rechts kommend. Sonst nicht sehr viel. Wir gehen nach links. Ne, gehen wir nicht. Wir gucken uns an, was wir so Schönes haben. Und versuchen einfach was gegen unseren Mundgeruch zu machen. Das ist ja grundsätzlich nie verkehrt. Ah, sagt er. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal zur anderen Richtung. Und rufen ein Taxi. So. Jetzt steigen wir aber doch nicht ins Taxi ein. Warum auch immer wir das gemacht haben. Ich kann es euch nicht sagen. Oh. Und jetzt kriegen wir ein paar auf die Mütze. Das war natürlich nicht so geschickt. Aber okay. So, jetzt kommen wir wieder zum Herrn Frankenstein. Beziehungsweise sind wir Frankenstein, wir sind bei Dr. Frankenstein. Heißt der Dr. Frankenstein eigentlich Dr. Frankenstein? Oder heißt... Ich glaube schon, ja? Oh. Der Mann mit dem Lendenschutz aus Tonne. Verkauft Äpfel für $1. Und da kaufen wir doch mal einen. Oh, den holt er auch direkt aus seinem Schritt. Das ist sehr schön. Das freut uns. Igitt. Okay. 3.900 von 50.000 Punkten. Juhu. Würde ich da mal zu sagen. Jetzt haben wir überlegt, was machen wir? Nochmal Taxi rufen? Rufen wir nochmal ein Taxi. Und steigen auch mal in dieses ein. Okay, guy, where'll it be? Wo möchte ich denn mal hin? Und wir haben uns entschieden beim letzten Mal vom Come-and-Go-Store zur Wet and Ready zu fahren? Hey, oder doch nicht? Doch. Let me have a sip of that. Oh. That's delicious. Hey, thanks for the drinky drink. Uh-oh, Larry. Okay. Ach ja, ich erinnere mich. Man soll dem Taxifahrer möglichst nicht von seinem Wein trinken lassen. Hier sagt das auch nochmal der Vorleser. Stark niemals in ein Taxi ein, wenn du Alkohol dabei hast. Und ich habe eine Weintüte mir am Come-and-Go-Store geholt. Wenn ich mich recht erinnere, mache ich das Ganze jetzt nochmal. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, es sieht ganz danach aus. Okay, clever. Nun gut. Ja, da ist mir dann noch aufgefallen, komm, drück schnell durch. Es gibt wieder einen Auffahrunfall. Also lass es lieber mit dem Einsteigen ins Taxi, wenn du Wein dabei hast. Ja, nur wie kriegen wir den Wein jetzt weg? Okay, der Larry will den schon mal nicht trinken. Tja, das heißt, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir das irgendjemand anders geben, der vielleicht Interesse daran hat, diesen wunderschönen Wein aus der Tüte zu trinken. Jetzt gehen wir erstmal nochmal zum Türsteher vom Studio 69. I could be that big and muscle bound if I wanted to. I just don't want to is all. Der Larry ist zufrieden, so wie er aussieht, sagt er. Just wondering how you get your muscles that way. So, lassen wir uns nochmal ein paar Tipps holen. Holen wir uns nochmal ein paar Tipps bezüglich, wie wird man stark und muskulös. Ja. Sieht ganz so aus, als würden wir hier nicht wirklich weiterkommen. Ich versuche es jetzt mal mit dem Pornoheftchen, aber das bringt gar nichts. Wir brauchen ja auch einen neuen Ausweis, um hier weiterzukommen. Dementsprechend versuche ich es zwar jetzt hier mit allem möglichen, was ich habe. Ein Apfel aus der Hose des
Mann ist, von dem wir den gerade für $1 gekauft haben und was auch immer. Oh, und dann gehen wir natürlich wieder in einen Hinterhalt, kriegen dementsprechend mal wieder ordentlich was auf die Schnüss und sehen dementsprechend auch nicht mehr so gut aus. Ja, hier sollte man dann nochmal kurz festhalten, bitte möglichst die dunklen Ecken in Lost Wages meiden, denn dort gibt es immer ordentlich was aufs Fressbrett. You again? Oh, Sal and Dispatch must be playing a nasty trick on me. Jetzt fahre ich schon wieder mit dem Hey, Taxi, obwohl ich immer noch Wein dabei habe und dann zum 3. Mal feststellen musste, dass es so nicht funktioniert, dass ich erstmal den Wein wegkriegen muss. Ja, okay. Das war jetzt echt nicht so clever, aber egal, wir machen einfach mal weiter im Text. Ja, aha. Da habe ich gedacht, komm, drück dir mal den Wein in die Hand. Der sieht doch aus wie ein Penner. Hallo? Aha. Quit tickling me. Ich möchte dich auch gar nicht kitzeln. Ich möchte dir den Wein übergeben. Der Obdachlose freut sich darüber, dass wir ihm den Harvey Steen Wein in die Hand drücken. Thanks for thinking of me. You're more than welcome. Sehr gut. Syrupy and reminiscent of a Manischewitz Cream Red Concord. Erinnert an Krötensteiner Teufelsfuhl. Aha. Maybe you know the guy. Kinda this tall, about this wide, brownish hair. I don't think I know him. Used to be a cabin boy. Lives next to the toilet in Lefty's. Yeah, maybe. Anyway, here's a thank you from me to you. Jetzt kriegen wir ein Dankeschön. Und was kriegen wir da? One of my prized possessions that I don't want. A genuine French army Ein knife. französisches Armeemesser. Thanks. Ganz toll. Und die niederen Beweggründe machen die Sache noch schlimmer. Dafür, dass du dem Penner den Wein gibst und so das Taschenmesser bekommst. I wouldn't count on it in a fight, if you know what I mean. Thanks again. Juhu, wir haben den Wein. See? Jawohl, und direkt Taxi rufen. Das ist eine gute Entscheidung, Pascal. Diesmal kannst du es machen. Und jetzt können wir wahrscheinlich auch mal irgendwo hinfahren, weil der Wein nicht mehr am Start ist. Oh, das sieht gut aus. Atompilze haben Vorfahrt. Tolle Straßenschilder haben die Lost Wages, muss man ganz klar sagen. 17 bucks, pal. 17 Mücken. Thanks, kid. Bugs übersetzen die mit Mücken. Schon toll. So, dann sind wir jetzt hier vor der Wet and Ready over 1 billion served. Was? Served? Steht das served? Nee, steht da. Keine Ahnung. Hey, pal. Come on over here a second. Okay. Der sieht uns ein bisschen dubios aus, würde ich sagen. Aber natürlich gehen wir deswegen dahin. Was haben wir denn da? Eieieiei, der eine hat aber da, der untere, ich weiß nicht, ob der so... Eieiei, ich will es gar nicht kommentieren. Okay, dann gehen wir doch mal in die schnell Heirats Wet and Ready Kapelle. Lilting classical music and softly flickering candles give the room an air of serene, peaceful redundancy. In fact, it absolutely stinks of tranquility in here. Ja, You're sieht not making any speech. You check unspektakulär carefully aus. for free Bibles, fans, the ribbons have Auf been dem attached to ersten the pews with a power Weg, staple. ersten Eindruck. Gehen wir mal nach da hinten. Ich denke, dass ich das in diesem Moment vorhatte. Ja, das mache ich dann auch mal. Guck mir hier die Ecke an. These were stolen from the Liberace Museum. The timber-lined Besonderes. walls are finished with artificially aged adobe-colored stuff. Ja. Irgendwie nichts los. Außer der Automat da in der Ecke, da können wir dran zocken. Müssen wir aber auch nicht machen, sonst haben wir wieder keine Knete mehr. Also von daher, ja. Sind wir dann mal wieder rausgegangen. Gehen jetzt wieder nach rechts. Wahrscheinlich wieder in die dunkle Ecke und kriegen dann ein paar auf die Mütze. Somehow, a Gucken uns erstmal beautiful den... jasmine plant is managing to survive the dry climate. You stealthily snitch a large, fragrant jasmine blossom. Keine Ahnung, wie wir das gewusst haben, dass wir da auf diesen Busch
klicken müssen, aber das muss wohl männliche Intuition gewesen sein, anders kann ich das nicht erklären. Jetzt gehen wir weiter, jetzt kriegen wir wieder ein paar auf den Sack. Nö. Auf einmal ist keiner da. Traue ich mich jetzt hier in die Mitte zu gehen, oder? Aber normalerweise. It's your standard. Duh. Können in dem Müllcontainer nachgucken, ob da irgendwas drin You ist. quickly paw through the dumpster, but it seems to have been recently emptied. Drat. Okay, der ist entleert You worden. quickly paw through. It's. Oh. Naja. Okay. Festhalten fürs weitere Gameplay. Nicht in die dunklen Ecken reingehen. Auch wenn es im ersten Moment so scheint, als wäre es harmlos. Es bringt einfach nichts. Da sind die beiden wieder. Oh Mann, ey, wer denkt sich sowas aus? Naja. Caesars Phallus. Nicht das Caesars Palace, das Caesars Phallus. Die Katze, die schwirrt da auch immer rum. Die war gerade eben noch rechts, jetzt ist sie schon links. Schnell. Aha. Was haben wir denn da Schönes? Zwei Damen im Vordergrund, ich sage jetzt einfach mal Boston Celtics Fan. Hey, baby. Are you from the Caribbean? No, why? 'Cause you're making me crazy. You're making me That's crazy. cute, how you made a pun using the name of a country. Let me see if I can do that. Your attempt to pick me up is real pathetic. It makes me think you don't have a Bahrain in your head. That's, pretty good. Now leave me alone, turkey. Okay, das hat ja wieder sehr gut funktioniert, Larry. Du musst einfach noch üben, mit den Frauen zu sprechen, sonst wird das nichts mehr. Dann gehen wir mal zu der anderen Dame, die aussieht wie Marilyn Monroe für Arme. As the kids say these days, hubba hubba and bubba baboo. Larry, wipe your Hubba hubba chin. and wubba You're baboo. drooling Ja, again. okay. Your skin is as soft as silk. Gee, thanks. I rub it with cream of some young guy every night. I don't know what that is. Me either, really. This guy I used to date gives it to me in unlabeled jars. He really seems to love it when I smear it all over and rub it in. I don't get it. I think I do. Okay. Ich hoffe, ihr habt's gelesen. Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. That's an original Oh, Paul Mann, ey. holding Notre Dame jersey. So I'm not up on all the latest fashion designers. Sorry. Your fat sausage fingers could never work such teeny machine. Kleine Maschine? Was für eine kleine Maschine überhaupt? Aber okay, wir gehen jetzt Are mal you zu der Oma. trying to cop a feel, young man? Not really. Good, because you're doing it all wrong. Kids today wouldn't know how to cop a good feel if it pinched them on the ass. Das hat die mit Solidarität. Verstehe ich nicht. Nah. I know, it's a burden. Jeez, you even feel too cool for the room. I know, it's a burden. Okay, You das sieht scrape aus the wie cotton. Try. wie Grisou. Wie You don't Tabaluga look mit like you're having seinem... much fun. I know. grünen I Kopf should go da. back to my regular job. What's your regular job? I sell software. I'm just in lost wages to try to find true love. Tell me Oh. about it. I just did. Ich glaube, das war Bill Gates, der auf der Suche nach der wahren Liebe ist. Oder wer auch immer, auf jeden Fall ein Softwareentwickler. Dann gehen wir mal nach da hinten. Now that's a fancy elevator. It looks sleek and brand new. Ein Aufzug, dort geht es zum Buffet und nach rechts kann ich nicht lesen. Da steht ja dementsprechend You unsere check for Punkteanzahl sliding drüber. panels and false walls. I'm Larry Laffer. Larry Laffer, der Nachwuchsdetektiv. Okay, These nehmen wir walls. den Mülleimer. You check for slide. I'm Larry Laffer. Ich glaube, ich habe das immer noch nicht richtig gemacht. Also ich habe immer noch nicht You richtig step auf into dieses the Ding da elevator geklickt, was da and look oben at the im fine Mülleimer liegt, selection of glaube ich. Jetzt floors. habe ich gerade so gesehen. So. Gehen wir denn auf... Ne, wir entscheiden uns erstmal dafür, hier unten alles abzuklappern. Okay, würde ich auch jetzt nochmal so machen. Jetzt habe ich leichte Probleme, nach rechts zu kommen. Wo klicke ich hin? Das scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Die andere Seite funktioniert besser. Welcome Buffet. to Chef Oh. Jeff's American Tavern Bar and Grill with the all-day, all-night buffet. TV chef Jeff Hillary's First Lost Wages restaurant features many of the signature dishes from his popular program. Kapwing, more onion powder. But oh no, somebody has spilled 12 globs of food that aren't from the buffet.
Can you find all the poorly hidden globs of extra food? Don't bother it while... Come back some other day when you... So, jetzt klicken wir einfach mal wild alles an. Bei diesem, obwohl da eigentlich gerade unten in der stand eigentlich schon die Erklärung. Weil da stand was von fremden Klecksen. Das habe ich aber, glaube ich, im Gameplay da überlesen gehabt. Weil ich immer so schnell drüber hinweg lese. Hektiker halt, ne? So. Ist das da hinten? Ah ja? Ja. So, jetzt überlege ich wohl gerade, was könnte ich jetzt machen. You found a sample of American Southern cooking. Roadkill in a dishwasher. Ah, ich habe den Klecks aufgesammelt. You found a sample of the politically correct vegan's delight, locally discarded kimchi. Und den nächsten. The fixtures are... Ja. The fixtures... Congratulations. 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 You don't need... The fixtures are not... Congratulations. Das Problem ist, ich hab's erst nachher in dem Spiel, obwohl das jetzt schon der 4. Teil ist, gecheckt, dass ich nicht nach dem weißen Pfeil gehe, sondern immer nach der Hand. Dementsprechend verklicke ich mich total oft. Das werde ich jetzt versuchen im 5. Teil, wenn ich den dann spiele, mal ein bisschen... You win the Leisure Suit Larry Disgusting Buffet Hidden Object Game. You get a bottle of hot sauce. Jetzt haben wir eine Flasche scharfe Soße. Du kannst wirklich Fraß- und Junkfood unterscheiden. Dafür, dass du alle versteckten Objekte am Buffet findest und dir so eine Flasche scharfe Soße sicherst. Okay, wir haben eine Flasche scharfe Soße. Dann sollte das wahrscheinlich in diesem Falle hier, was das Buffet angeht, alles gewesen sein. So, das haben wir dann auch gerade festgestellt und gehen dann mal wieder zurück. So, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Was haben wir da nochmal gehabt? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Ach ja. Hier ist die Bühne des Caesars Palace. Wir sehen Luftballons, wir sehen eine Bühne, wir sehen Kerzen, wir sehen eine Flasche. Und da klicke ich auch mal wieder voll vorbei. This is very possibly the only adventure game you've ever played in which you do not need to light a match, a cigarette lighter, a candle, a torch, a fuse, a fireplace, a campfire, a steam engine or a monk. Okay. Aber da ist eine Flasche. You can tell by the gauge of the latex that these are cheap, easily die uns auf jeden Fall interessiert. It's not worth stealing an undependable balloon, even if you needed one, which you don't. Die Ballons können wir nicht für das nutzen, was wir denken, wo wir es benutzen könnten. Don't tickle it. For heavens, you give yourself da klicke ich wieder so grandios vorbei. Oh, wir haben es doch noch geschafft. Eine Flasche Helium haben wir eingesackt. Das ist doch hervorragend. Die Ballons scheinen uns trotzdem irgendwie nicht zu interessieren. Die können wir nicht gebrauchen. Offensichtlich. Nö. Ansonsten sind hier Kerzen. Sehen uninteressant aus. Was anderes sehe ich jetzt gerade auch nicht beim zweiten Mal quasi. Also entscheiden wir uns dafür zu gehen. Dann machen wir das mal. So. Dann sind wir wieder zurück in der... Oh, da hinten ist eine Meerjungfrau. Die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Und ein Wal. Was ist das für ein Wal? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Welche Walart das sein könnte. So, dann gehen wir mal. Etage 1 sind wir schon. Dann fangen wir mal an mit Etage Nummer 2. Oh, schöne Bilder hier. Brüste, Hintern. Alles, was Larry so mag, würde ich mal sagen. Ja. Gucken wir uns mal die Bilder an. Den Bikini können wir nicht öffnen, ist ja auch ein Bild. Sheared cut and loop texture has a rich enough feel, but the real pleasure is the durability. Larry, if software sales don't work out for you, you have another exciting career waiting. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hier ist eine Tür, da steht Private. Da klopfen wir doch mal. Klopf, klopf. There's no answer and the door is locked. Okay.
Jetzt versuchen wir mit dem Taschenmesser. Jetzt wirklich. Ich versuche jetzt tatsächlich mit dem... Nein. Wir haben uns doch überlegt. Okay, das Telefon funktioniert auch nicht. Also kommen wir nicht rein. Telefon können wir nicht nutzen. Weiter geht's auf Etage Nummer 3. Dort haben wir auch direkt mal 4 Türen. Nummeriert 1, 2, 3, 4. Grandioses Konzept. Wer hätte sich das überlegt, von 1 bis 4 zu nummerieren? Ist ja toll. Da klopfen wir doch mal wieder. Come back in an hour. An hour? Ich soll in einer... We'll be done in 3 minutes. Okay. Don't get it. I'm so close. Okay. Komisches Hotel hier, wenn man so... Offensichtlich sind hier überall nur Prostituierte zu finden. Okay, dort wird offensichtlich auch ein pornografisches Video gedreht in Zimmer 3. Keep your voice down, Sarah. Nobody will know we're here. Okay, in Zimmer Nummer 4 sind offensichtlich ein paar Kriminelle abgestiegen. Die eine heißt Sarah und er, dessen Namen weiß ich nicht. Klopf, klopf. Wieder 1, 2, 3, 4. Okay, das hört sich so an, als hätte da einer Drogen verstecken wollen. Mal 2. Richard, I'm so sorry. I dropped the gerbil. Get it out! Get it out! Die Rennmaus fallen lassen? Verstehe ich nicht. Zimmer 3. They're here. Okay, da gehen wir besser auf weg. Die war gruselig. Nummer 4 scheint irgendwie so ein Hochzeitszimmer oder sowas zu sein. Ah, The Honeymoon Suite ist gerade frei. Okay, das können wir uns mal merken fürs nächste Mal. Könnte vielleicht interessant werden. Vielleicht müssen wir da irgendwann mal hin. Falls wir mal jemanden zum Honeymoon feiern finden sollten. Aber das sollte irgendwann mal passieren. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, Stock 5. Oh God, Ed! Get in the closet. It's my husband. Okay. Fremdgeher erwischt. Oh God, Ed, get in the closet. It's my wife. Okay, auch nochmal. Zimmer Nummer 3. Come back later. Look, I've been waiting for an hour and that thing's not getting any harder. Die hört sich an wie die Prostituierte vom letzten Teil. Great. I just dropped the handcuff key somewhere. Okay, da ist die Sadomaso Suite offensichtlich im Stock 5, Nummer 4. Da geht's hart zur Sache. Weiter geht es mit Stock 6. Und mal wieder bei 1 angefangen. I feel so safe doing it with a real live detective. Ziemlich viel Sex in den ganzen Zimmern, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob das hier für jeden das richtige Spiel ist. Wenn sie den Korb mit den Strapsen bringen, einfach vor der Tür liegen lassen, alles klar. Läuft bei denen, würde ich sagen. Oh. Eieieiei. Ich hoffe, ihr lest immer fleißig mit. It's not a good time. Oh, please, darling. I can't get them both in my mouth at once. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist auch besser, wenn ich das nicht immer alles nochmal kommentiere, was da so gesagt wird. Das ist besser, wenn man das im Original hört oder liest. Also es spricht für sich selbst, würde ich sagen. So, weiter geht's. Stock 7. Allison. Just tell me more about that one time at the band camp. Mit dieser Band war. Okay. Hey Scott, the girls are here. Oh, the girls are there. Ah, da vorne liegt was. Oh, ich habe ein Overall aufgenommen. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Da habe ich aber gut geguckt beim letzten Mal, dass ich den nicht übersehen habe. So, jetzt haben wir hier ein Overall. Nein, der Overall ist mehrere Nummern zu klein für den Overall. Was? Der Overall ist... Du durchsuchst die Taschen des... Oh! Du steckst den Schlüssel in die Tasche, du findest sonst nichts im Overall, schmeißt ihn weg. Sollen sich doch die NPCs darum kümmern, was? Ja. Okay, also wir haben den Overall gefunden. In dem Overall gibt es einen Schlüssel. Den haben wir jetzt gerade
in den Taschen gefunden. Der Overall ist dementsprechend jetzt auch weggeworfen worden. Den brauchen wir offensichtlich nicht. No problem. Dann machen wir mal einfach die anderen Türen. Klappern wir mal noch ab. Klopf, klopf. Bruce! Oh, Howard. Oh, Oh. Harry. Oh. Harry. Da war mehr los als, ja. No, no, no. Don't get up, you magnificent stallion. Stay. Okay, keine Ahnung, warum ich jetzt dafür Punkte bekommen habe. Kann ich nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, was daran jetzt so toll war. Vielleicht, weil man alle... Ah, da habe ich mir gedacht, ich habe Punkte dafür bekommen. Vielleicht muss ich da rein mit dem Schlüssel, den ich gerade bekommen habe. Okay, der Schlüssel passt nicht. Ja, gut. Dann weiß ich nicht, warum ich jetzt dafür gerade Punkte bekommen habe. Vielleicht will mir das Spiel auch damit sagen, hey, du hast alle Türen abgeklappert, du hast alles angehört, dafür kriegst du noch 100 Punkte mehr. Anderes wüsste ich jetzt nicht, was das bedeuten sollte. Nun ja. Gibt es nicht noch einen 8.? Es gibt noch einen 8. Stock. Also dann verstehe ich es überhaupt gar nicht, aber was soll's. Oh! Ach, jetzt verstehe ich es. This must be the entrance for the High Roller Suites. And who's that was haben wir behind denn the da? counter? Does she come here often? Can she date hotel residents? Der ein oder andere wird die junge Dame vielleicht schon aus dem Thumbnail kennen, was ich vor einer Woche oder so hochgeladen habe. Okay, der Atem war mal wieder schlecht. That won't get you anywhere. At least not in the elevator. Dementsprechend sollten wir da mal schnell dafür sorgen, dass der Atem besser wird. Aber ich stehe jetzt natürlich gerade so blöd hinter dem Aufzug, dass ich dann wahrscheinlich... Ja, das habe ich jetzt gerade gecheckt. Okay, jetzt nochmal kurz ein bisschen Odol. Oh, keine Schleichwerbung, Entschuldigung, ich kriege da auch kein Geld für. Ja, dann quatschen wir mal. Erstmal Blickkontakt mit Faith. Und schwuppdiwuppdi, was ist denn das? Heidewitzka. Ich lasse das Ganze erstmal auf mich wirken, so wie es scheint. Da habe ich natürlich erstmal das Wichtige gemacht, habe erstmal versucht zu lecken an den durchaus auffälligen Brüsten. Ja, das hat offensichtlich nichts gebracht, deswegen... Sie scheinen sich leicht zu erheben, wenn du sie ansprichst. Okay. Gut, ja, wir... Mit dem Gesicht spielt mir erst am 5., 6. Date rum. Okay. Good evening, sir. Good evening, sir. So, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt zu ihr sagen, ich zeige ihr meine Wertschätzung für ihre Dienstleistung oder Zeit zu gehen, damit sie heiß auf noch mehr wird. Ich zeige natürlich meine Wertschätzung für ihre Dienstleistung. Ich weiß zwar gar nicht, um welche Dienstleistung es hier geht, aber wahrscheinlich ist das auch egal. Das klicken wir jetzt auf jeden Fall mal an und mal gucken, was der Larry sagt. Boah, geil, ey. Zieh sich mal einer an diesen Glockenturm an. Okay, jetzt geht's weiter mit... Eine haben wir schon gemacht. Ich werde ihr meine Sympathie für sie zeigen. Da stehen sie total drauf. Vielleicht ist es ihr wichtig, dass ich unsere Truppen unterstütze. Oder wieder Zeit zum Gehen. Ich würde jetzt theoretisch auch, vielleicht ist es ihr wichtig, dass ich unsere Truppen unterstütze, drücken. Habe ich auch gemacht? Nein, doch nicht. Ja, habe ich. I guard the penthouses for a couple of filthy rich people who don't even have enemies. It's not quite the same thing. I know! It's horrible! I mean, it's great! It's very important work. Which is it? I'm not sure what you were getting at. You're funny, Larry. I just wish this job didn't take so much out of me. It leaves me with so little energy and desire. You know what I mean? Yes! I mean, as a professional, I've seen a lot of that. Okay, dann müssen wir ihr jetzt wohl die Sympathie zeigen. It must be very boring up here all by yourself. It is, actually. And it's surprising how tiring it is to stand up here and do nothing all day. How you must long for male companionship. What are you, a psychologist? You're very good. Well, ich habe das Gefühl, zwischen den beiden funkt es ein bisschen. Yeah, that's it. I'm not board certified. Wow, good save, Larry. Der Larry, bei dem läuft's. Jetzt müssen sie eigentlich... ich lasse sie wissen, dass ich ihr Freund und nicht ihr Feind bin. So, Sweetheart, ja.
What's your sign? Libra, but I'm really on the cusp between Libra and Scorpio. And that's okay because Jupiter is in Sagittarius in my 5th house, so I tend to be less judgmental than you think, like if my rising sign was Leo or something. Now, the moon is in Gemini in my 2nd house, so I... Mommy, make it stop. Okay. am not getting along very well with my parents, who are both Taurus. Am I boring you? You look a little glazed. No. I'm just in awe of the depths of your astrological know-how. Thank you. You're a wonderful listener. Thanks. All I really had to do was stand here. Okay, das war ja ganz gut. Ja, dann haben wir jetzt... Ich werde mich ernsthaft für Sie als Persönlichkeit interessieren. Alles andere haben wir ja schon geklickt, so wie ich das gerade sehe. So, los, drück. You got a name or something? Ja. Faith. Oh, Faith heißt die junge Dame. Was für ein seltsamer Name, oder ich werde Sie einladen, mit mir auszugehen. Schlimmstenfalls sagt sie nein und erschießt mich. Boah. Jetzt mag sie mich, also kann ich ganz direkt sein. Nee, das auf gar keinen Fall. Ich werde sie einladen, mit mir auszugehen. Ja. I'm only in town for this one night. How about we get together when you get off duty? You're sweet, Larry, but I don't think I could ever be unfaithful to my boyfriend. Larry, it seems this one's going to require outside. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Die hat gerade eben gesagt, die sehnt sich nach was auch immer, Zuneigung und so weiter. Und dann sagt sie, sie hätte einen Freund. Irgendwie ein bisschen blöd. Oh. What a gorgeous name. Gorgeous name, man. I've always tried to live up to it. Is that a good sign or isn't it? Dann kann ich ja jetzt nur noch direkt sein. Don't just sit here all night doing nothing, baby. Why don't you come with me? Das habe ich nicht gelesen, was war da? But right now, I'm working. You're a man of the world, Larry. Perhaps some sort of medical stimulant would help. Ah, eine Art Stimulanz. Die brauchen wir, um sie klar zu machen im Nachhinein. See you later. Okay, da bin ich auch schon wieder weg. Nun gut. Dann können wir ja jetzt gehen. Okay, eine Stimulanz benötigen wir. Die werden wir sicherlich irgendwann irgendwo mal finden. Ansonsten kann man hier, glaube ich, versuchen, nochmal irgendwo hinzugehen. Das mache ich auch gerade. Scheint aber nicht so wirklich zu funktionieren. No pressing my buttons. Just once? I don't think so. Okay, da sind irgendwelche Knöpfe, die darf ich aber nicht drücken, sagt die Faith. No, I'm just seeing if my friend... Knock yourself out. Da kann man irgendwie nirgendwo hingehen. So wie es aussieht. Warum ich jetzt die Heliumflaschen... Okay. Man kann es einmal probieren. Dann sieht es so aus, als würde ich wieder gehen wollen. Jo. Gehen wir auch wieder auf 2 runter. Ah. Da war der Private Room auch. Boah, da habe ich aber echt wieder gut geschaltet. Damit ich mich selbst mal loben. Ah, passt. Dresden. Sehr gut. Den Schlüssel, den wir im Overall gefunden haben, können wir also direkt zu diesem Private Room benutzen. Und sehen Folgendes. Holy guacamole! With the humidity at about 150%, your leisure suit immediately wilts sadly. A feeling not wholly unfamiliar to you. Au contraire, Pierre. The humidity will make my suit cling to my body and show off my physique. Okay. Hier ist ein Schwimmbad. Da gibt es da hinten, ist das eine Heizung oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Hier sind Mülltonnen. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Ne, da bin ich ja schon wieder nicht richtig drauf gegangen. Mann, da bin ich schon wieder an der Wand. Geh doch richtig mit dem Dreieck auf die Tonne. Ne, geh mal einfach zurück. Nee, You try to wiggle the machinery's whatchamacallit, but it's too firmly anchored to the thingamajig. Okay, da kann ich wohl gerade noch nichts machen. Dann gehen wir mal hier rüber zu der Dame, würde ich sagen. The thick con... You run your hand...
Okay, You das run lese ich your mir hand. mal. You had me. It's firmly rusted to the wall. Da war irgendein Schild oder so. Aber The das ist sign irgendwie... is a list of precautions, such as high salt content pool. Remove fillings before swimming. Okay. Ja, das brauchen wir uns, glaube ich, jetzt nicht nochmal angucken. Dann gehen wir doch jetzt mal eigentlich zu der Frau, oder? Ja, haben wir uns dann auch für entschieden, dass wir das tun. What? Stroke that girl's glistening, wet, firm, tanned body? But you don't even know her. Ich kenne sie nicht, aber ich quatsch sie jetzt mal an. Yeah, baby. She stands before you, totally unself-conscious of her near nakedness. Ist das Lucy Lou? That's encouraging. Yes? Guten Tag. Who are you? What are you doing here? And how did you get in? This is a restricted area. Me? I'm Larry. Larry Laffer. I found a key that fits this door. That's kind of what I do. Wow, points for boldness then, Mr. Laffer. Call me Larry. Okay, Larry. I'm Jasmine. So, weiter geht's mit Dialog. Führen mit den Damen. Wird Zeit, dass ich ihr zeige, dass sie ihren Job ernst nehmen. Die stehen drauf, wenn man ihnen Komplimente zu ihrer Brust macht. Nee, besser nicht. Ich werde so tun, als würde ich sie nicht kennen. Ich denke mal, ich verabschiede mich. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich werde so tun, als würde ich sie nicht kennen. Aber ich kenne die doch auch nicht, oder? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum da diese Option jetzt als Möglichkeit besteht, aber mache ich so. Okay. I ride Mr. Wiggles bareback. Oh, Mr. sie Wiggles reitet is a Mr. very, Wiggles. very lucky man. Mr. Wiggles is my whale. Don't act like you didn't know that. I'm just trying to be charming. Maybe it's working. Das ist bestimmt der Wal, den wir gerade eben gesehen Jasmine, haben. tell me, how does one get a gig doing nothing but whaleback riding? Oh, Auf I do much Ebene more 1. than that. Riding Mr. Wiggles is just the fun part. I also get to feed him and clean up after him when he gets sick and carefully cleanse his blowhole. Really? That's funny. I've got a... Don't go down that path, Larry. You'll blow it. I mean, I've got a feeling. A feeling that that's a terrible job. Why don't you quit? What? And give up show business? Gee, Jasmine, for a girl who's around fish all day, you sure do smell good. Oh, thank you. It is difficult to stay fresh. Your perfume is fantastic. Thanks, Larry. I guess you could say that I'm somewhat of a perfume connoisseur. Larry, a connoisseur is one who understands the details, techniques, and principles of an art, and is competent to act as a critical judge. I actually knew that. So, dann werden wir jetzt wohl... ich werde jetzt zeigen, was ein Connoisseur ist. Connoisseur? Connoisseur? Ich kenne dieses Wort ehrlich gesagt auch noch nicht, also gut, dass der mir das gerade erklärt hat. You understand the details, techniques, and principles of perfume and are competent to act as a critical judge? Exactly. Gosh, Larry, it's like you know me. Inside and out. Inside? Inside and out. Just wow. Perfume's my passion. I have like literally 1,000 perfumes. Some of them are really, really, really expensive. I don't think there's one I don't have. Okay, sie sammelt also You always wear Parfums. perfume? Oh, yes. A lot of the time, that's all I wear. Oh my Und manchmal trägt sie auch nicht mehr als Parfum. Oh my happy, happy God! Das heißt, wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal für sie ein Parfüm besorgen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich irgendwas Gee, dafür. Ich habe Jasmine, da auch so for eine a girl Idee. who's around fish all day, you sure do smell good. Oh, Das haben wir ja. thank you. It is difficult to stay fresh. Your Das haben wir ja schon mal perfume is verwendet. fantastic. Thanks, Larry. I guess you could say that I'm somewhat of a perfume connoisseur. Larry, a I actually... Okay. Also riecht sie immer so fantastisch, oder? Well then, Parfum. I guess it's safe to assume you don't need more perfume. Are you kidding? I'm dying for something new. Something fresh. Sag ich doch. Something original. But Die at brauchen this neues point, Parfum. I don't think there's a man Und das on müssen wir earth wahrscheinlich who can irgendwie come up with herstellen. There's your cue, Larry. But where are you going to find a unique perfume that she's never smelled before? Aha, okay. Info. Beim nächsten Mal dran denken, irgendwie müssen wir ein Parfum für It's die great to meet you, Jasmine. junge Dame I'll be back herstellen. in a flash with something you're going to love. No need to hurry, Larry. I'm about to go on break, but I really hope I see you later. Okay. Joa. Dann haben wir doch, glaube ich,
Excuse me, So- that's Mr. oh. Wiggles' food. He might not like it with someone else's body stink on it. Mr. Wiggles, also der Wal, hat da vorne sein Futter. possibly take that personally? Da soll ich aber nicht dran gehen, sagt mir die Dame. Wie hieß die eigentlich nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Die eine hieß Faith. Und wie hieß die? Hat die ihren Namen gesagt? Ich weiß gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Naja, jetzt gehen wir erstmal wieder hier raus. Und wenn ich mich recht erinnere, war dann, glaube ich, auch, oder sieht auch so aus, als wäre dann hier die Folge beendet. Gott sei Dank konnte ich das Kommentar noch nachträglich einfügen in das Video. Sonst wäre das ganze Video natürlich für den Arsch gewesen, auf gut Deutsch gesagt. Dementsprechend bedanke ich mich auf jeden Fall mal wieder für euch, bei euch fürs Zuschauen. Ist ja diesmal auf eine bisschen längere Folge gewesen. 40 Minuten. Ich hoffe, ihr schaut euch die gleich alle noch oder im Laufe der Woche alle noch fleißig an. Und ich bedanke mich und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Und wünsche euch noch einen schönen